Ein 40 Kilo schwerer Dobermann verschwand jeden Abend um 3 Uhr nachts. 3 Monate lang. Niemand wusste, wohin er ging. Jeden Morgen fanden sie ihn vor dem Kinderzimmer, erschöpft, als hätte er die ganze Nacht nicht geschlafen. Was er wirklich tat, rettete einem Baby das Leben. Ein 40 Kilo schwerer brauner Dobermann verschwand jeden Abend um Punkt 3 Uhr nachts. 3 Monate lang. Niemand wusste, wohin er ging. Seine Familie fand ihn jeden Morgen im Flur vor dem Kinderzimmer, erschöpft, die Augen blutunterlaufen, als hätte er die ganze Nacht nicht geschlafen. Sie versuchten ihn einzusperren, sie versuchten ihn zu beobachten, nichts funktionierte. Und dann, in einer einzigen Nacht, zerbrach alles, was sie über diesen Hund zu wissen glaubten. Auf die erschreckendste und gleichzeitig schönste Art und Weise. Das ist Dante. Und das ist die Geschichte eines Wächters, den niemand verstand, bis es fast zu spät war. Dante war nicht immer ein Rätsel. Zuerst war er ein Problem. Sein ursprünglicher Besitzer, ein Mann namens Stefan aus einem Vorort von München, hatte ihn als Welpen adoptiert. Er träumte vom ultimativen Familienbeschützer. Und Dante lieferte. Zu gut. Mit 2 Jahren war Dante 40 Kilo pure Muskelmasse. Ein schokoladenbraunes Fell, das im Licht schimmerte. Und Augen, die jede Bewegung im Umkreis von 30 Metern verfolgten. Er bellte nicht bei Fremden, er starrte. Er positionierte sich zwischen Stefans Familie und jedem, der sich näherte. Der Postbote? Dante stand an der Tür wie eine Statue aus Stahl. Nachbarn, die vorbeikamen? Dante wurde zu einer lebenden, atmenden Mauer. Stefans Freunde begannen, das Haus zu meiden. »Mann, dein Hund schaut mich an, als würde ich ihm Geld schulden«, scherzte einer von ihnen. Aber Stefan lachte nicht mehr. Dantes Schutzinstinkt war nicht süß, er war erdrückend. Stefan konnte keine Gäste mehr empfangen, ohne dass Dante jeden Schritt überwachte. Die Freunde seiner Kinder hatten Angst, auch nur den Garten zu betreten. Seine Frau fühlte sich wie eine Gefangenin im eigenen Haus. Also traf Stefan eine Entscheidung, die ihn monatelang verfolgen sollte. Er fuhr Dante zu einem Tierheim 2 Landkreise weiter und ging, ohne sich umzudrehen. Das Tierheimpersonal wusste, dass Dante nicht leicht zu vermitteln sein würde. Er war massiv, er war intensiv, und wenn potenzielle Adoptierende an seinem Zwinger vorbeigingen, wedelte Dante nicht mit dem Schwanz. Er drückte seine Nase nicht gegen die Gitter wie die anderen Hunde. Er saß einfach da, steinern, beobachtend, als würde er entscheiden, ob du seine Zeit wert bist. Aber dann kamen Michael und Laura. Sie suchten kein Haustier, sie suchten einen Beschützer. Das Paar hatte gerade ein Haus an der Stadtränder von Frankfurt gekauft. Ruhige Gegend. Aber sie hatten Geschichten gehört. Geschichten über Einbrüche in der Nachbarschaft. Geschichten über verdächtige Gestalten, die nachts durch die Straßen streiften. Und sie hatten etwas viel Wichtigeres zu beschützen. Ihren 6 Monate alten Sohn, Theo. Als sie Dante in diesem Zwinger sehen sahen, massiv und unerschütterlich, wussten sie es sofort. »Wir nehmen ihn«, sagte Michael. Die Tierheimleitung zögerte. Sein ursprünglicher Besitzer hat ihn abgegeben, weil er zu beschützend war. Er ist intensiv. Sind Sie absolut sicher? Laura schaute zu Dante. Dante schaute zurück. Und zum ersten Mal seit 6 Monaten bewegte sich sein Schwanz. Nur einmal, aber er bewegte sich. Dante kam am Samstag nach Hause. Aber er war nicht wie andere Hunde. Er kuschelte sich nicht auf den Sofa, er bettelte nicht um Streichelheiten, er folgte ihnen nicht herum in Suche nach Zuneigung. Dante hatte einen Job und Zuneigung war nicht Teil davon. Tagsüber patrouillierte Dante das Haus, immer wieder derselbe Weg. Seine Augen scannten jedes Fenster, jede Tür, jeden Schatten. Aber eines fiel Michael und Laura sofort auf. Dante positionierte sich immer, wirklich immer in der Nähe von Theo. Wenn Theo auf seiner Spieldecke lag, lag Dante daneben. Wenn Theo in seinem Hochstuhl saß, saß Dante davor. Wenn Theo schlief, lag Dante vor der Kinderzimmertür. Wie ein Schatten, wie ein Wächter, wie ein Soldat auf Posten. Und dann begann die Verschwinden. 3 Wochen nach der Adoption wachte Michael um 2:47 Uhr auf. Dante war nicht vor Theos Tür. Er überprüfte das ganze Haus. Leer. Aber alle Türen waren verschlossen. Um 5:58 Uhr hörte er Pfoten auf dem Parkett. Da war Dante.
Erschöpft, die Augen halb geschlossen, er ging direkt zu Theos Zimmer und schlief sofort ein. »Wo zur Hölle warst du?« flüsterte Michael. »Ich sehe, dass du noch nicht abonniert hast. Das bricht mir das Herz. Drück jetzt den Button, denn was als nächstes passiert, wird alles verändern.« Es passierte wieder, jede Nacht, 3 Monate lang. Dante verschwand zwischen Mitternacht und 3 Uhr. Jeden Morgen fanden sie ihn erschöpft vor Theos Tür, als hätte er einen Krieg geführt. Sie versuchten alles: Kameras. Das Video zeigte nur, wie er im Dunkeln verschwand. Einsperren. Er kratzte und winselte, bis sie aufgaben. Ihm folgen. Er erstarrte und weigerte sich zu bewegen. »Er beschützt etwas«, sagte Laura. »Er patrouilliert.« Michael war nicht überzeugt. Patrouilliert was? Er ist im Haus. Aber Laura kannte Hunde. Dobermänner waren keine Haustiere. Sie waren Arbeitshunde, gezüchtet, um zu beschützen. Dante tat genau das, was 100 Jahre Genetik ihm sagten. 3 Monate vergingen. Dann kam die Nacht, die alles veränderte. 3:17 Uhr. Laura wachte auf. Nicht wegen eines Geräuschs, wegen der Stille. Sie ging zum Kinderzimmer. Dante lag nicht davor. Er lag drinnen, direkt neben Theos Bett. Er starrte auf Theo, regungslos, konzentriert. Laura trat näher und dann sah sie es. Theo lag still, zu still, sein Gesicht bläulich, seine Brust bewegte sich kaum. »Michael«, schrie sie. Sie hoben Theo hoch, schlaff, er atmete kaum. Sie riefen den Notarzt. Die nächsten 20 Minuten waren die längsten ihres Lebens. Im Krankenhaus kam die Diagnose: schwere Atemwegserkrankung, Sauerstoffsättigung gefährlich niedrig. Ohne Behandlung hätte es zum plötzlichen Kindstod führen können. »Wie haben Sie es bemerkt?« fragte der Arzt. Laura schaute zu Michael, Tränen liefen über ihr Gesicht. »Unser Hund, er hat 3 Monate lang gewusst, dass etwas nicht stimmt. Wir dachten, er wäre verrückt.« Der Arzt nickte. »Hunde können Veränderungen in der Atmung wahrnehmen, lange bevor wir es können. Ihr Hund hat ihrem Sohn das Leben gerettet.« Zurück zu Hause saß Laura neben Dante. Zum ersten Mal seit Monaten sah er nicht erschöpft aus, er sah erleichtert aus. »Das war deine Art zu lieben, oder?« flüsterte sie. Dante lehnte sich an sie und schloss die Augen. Denn Liebe sieht nicht immer sanft aus. Manchmal sieht Liebe aus wie durchgewachte Nächte, wie ein Hund, der Wache hält, denn niemand zuschaut. Dante war nicht kalt, er war engagiert, auf eine Art, die niemand verstanden hatte, bis es fast zu spät war. Heute ist Theo 2 Jahre alt, gesund, fröhlich. Und Dante? Er schläft immer noch vor Theos Tür, jede Nacht. Er ist nicht nur ein Hund, er ist ein Wächter, ein stiller Held. Und für Theo wird Dante für immer der Grund sein, warum er aufwachsen durfte. Wenn diese Geschichte dein Herz berührt hat, abonniere jetzt. Würdest du einem Hund wie Dante vertrauen? Drück den Like-Button.